Hi, ich bin Timo von Cloudworks und ich möchte euch zeigen, wie wir mit unserem Tool Integrate eine externe Schnittstelle, Abstract API aus Salesforce heraus sehr, sehr einfach ansprechen können, um jetzt in diesem Fall ein Standard-Lead-Objekt auf Basis der Webseite, die dort angegeben wird, anzureichern mit Daten, die wir eben über die Schnittstelle abrufen. Grundsätzlich, wie ist das aufgebaut? Ich werde euch erstmal das Ergebnis zeigen, also den Use Case, wie er funktioniert. Dann werde ich über Voraussetzungen, Systemvoraussetzungen sprechen, was habe ich getan quasi in Vorbereitung. Und dann wird es ein Tutorial geben, in dem ich euch wirklich in Echtzeit quasi zeige, was ich tue, um diesen Use Case einzurichten. Wir starten mit dem Ergebnis, also wie schaut dieser Use Case am Ende aus im Salesforce-System selbst. Was wir machen möchten eben, wir sprechen die Abstract API an, wenn ein Nutzer eine Webseite definiert auf Ebene des Leads und holen uns dann Informationen über die Schnittstelle und speichern die in diesen 5 Feldern ab. Hier haben wir jetzt ein Lead, das ist ein Lead, der in dieser Demo-Org von Salesforce bereits vorhanden war. Leeres Webseitenfeld. Ich gebe hier ein airbnb.com, speichere das Ganze und die Schnittstelle wird im Hintergrund angesprochen. Ich lade diesen Lead neu, klicke auf Details und wir sehen, dass diese Felder befüllt wurden, entsprechend mit den Werten, die wir über die Schnittstelle bekommen haben. Vorbereitung auf die Integration habe ich in dem Standard-Lead-Objekt von Salesforce erstmal Felder angelegt, 5 Stück, um dann Daten, die über Abstract API zurückgeliefert werden, speichern zu können. Die Location, Founded für das Gründungsjahr, Employees für die Anzahl der Mitarbeiter, Revenue für den jährlichen Umsatz, Technologies für eine Liste der eingesetzten Technologien. Zudem habe ich im Hintergrund ein Formelfeld angelegt, welches aus einer Webseite, die hier in dieses Standardfeld eingetragen wird, die Domain extrahiert. Und das habe ich gemacht, weil Abstract API eben die Domain als Erkennungsmerkmal für die Firma benötigt. So, was habe ich sonst gemacht? Ich habe Integrate installiert, die App, mit der wir das Ganze gleich aufsetzen und konfigurieren. Ich habe zudem eine Seite geöffnet mit einer Schnittstellendokumentation von Abstract API. Die brauchen wir jetzt gleich für die Konfiguration. Zudem habe ich ein weiteres Fenster offen. Standard-Setup-Seite für die Flows, weil wir auch einen Flow erzeugen werden für diese Integration. Wir starten damit, dass wir einen Provider-Datensatz anlegen in Integrate. Der Provider definiert den Schnittstellenanbieter. Dazu klicken wir hier auf New. In unserem Fall geht es jetzt um den Anbieter Abstract API. Das nennen wir auch genauso, wobei wir uns das auch suchen können. Die Base URL können wir jetzt hier leer lassen. Dann, was muss konfiguriert werden? Zuerst mal die Autorisierung. Wir klicken hier auf Authorization und wählen jetzt den Typ aus. Wir wechseln ganz kurz in die Schnittstellendokumentation und sehen, dass wir für die Authentifizierung gegenüber der Schnittstelle einen URL-Parameter API-Key übergeben müssen, über den wir dann den API-Key, den wir von Abstract API bekommen haben, an die Schnittstelle übermitteln. Sagen also hier vom Typ her URL, geben hier ein API-Key und geben dann hier unseren API-Key ein, der jetzt zu Demonstrationszwecken einfach frei gewählt ist. Den werde ich für die Demo, die ihr schon gesehen habt, dann durch den realen API-Key ersetzen. Damit ist der Provider konfiguriert. Als nächstes müssen wir einen Endpunkt definieren. Der Endpunkt beinhaltet die Konfiguration dessen, was die Schnittstelle von uns an Daten und an Struktur erwartet und die Information darüber, was wir von der Schnittstelle in welcher Struktur an Daten zurückbekommen. Dazu klicken wir erstmal auf New. Als Namen können wir auswählen, was wir wollen. Company Enrichment nenne ich das, so wie Abstract API das nennt. Und dann müssen wir hier Methode und URL angeben. Auch hier wieder einen Blick in die Schnittstellendokumentation geworfen. Das ist eine Get-Methode und die URL, die angesprochen werden soll, finden wir hier. Die kopieren wir uns raus. Wählen aus, Get, kopieren die URL hier rein, speichern das Ganze und haben damit den Endpunkt erstmal angelegt. Jetzt wechseln wir diesen Endpunkt-Datensatz und müssen jetzt dem Endpunkt eben konkret beibringen, eben welche Struktur er von uns bekommt, was er von uns erwartet quasi und was wir von ihm erwarten, was er uns zurückschickt. Konfigurieren können wir das über diese Configure-Schaltfläche und wählen jetzt erstmal als Direction Outbound.
wechseln in die Dokumentation und schauen, was erwartet denn die Schnittstelle von uns. Und hier ist spezifiziert, dass ein weiterer URL-Parameter erwartet wird, der Domain heißt. Können wir uns rauskopieren. Wählen jetzt aus, nicht im Body, nicht im Header, nee, in der URL wollen wir Daten übergeben und kopieren hier unseren Identifier Domain rein, sagen, es ist ein Wert, fügen hinzu und sind hier eigentlich auch fertig. Ne? Diese Einstellungen zu Quantity und Data Type können wir lassen, wie sie sind, weil die Schnittstelle von uns ist hier einen Einzelwert vom Datentyp String auch erwartet tatsächlich. Speichern wir. Jetzt konfigurieren wir die Struktur der Rückantwort von der Schnittstelle. Dazu wählen wir als Direction Inbound aus, bestätigen das Ganze, wechseln wieder in die Schnittstellendokumentation. Und hier ist jetzt definiert, so eine Beispielantwort, dass die Antwort im JSON-Format zurückkommt. Und das Schöne ist jetzt hier, dass wir uns die einfach rauskopieren können. Das machen wir auch. Wechseln wieder zurück in unseren Endpunkt und Inbound hatten wir schon als Direction ausgewählt, Location in dem Fall jetzt Body, bestätigen das Ganze und können dann hier über diese Import-Schaltfläche gleich das importieren, was wir uns rauskopiert haben aus der Schnittstellendokumentation. Ganz kurz noch ein Wort zum Content Type. Hier muss ausgewählt werden, welcher Content Type uns zurückgeliefert wird. Das ist aber jetzt eben Application JSON und damit ist das hier schon korrekt ausgewählt. Klick auf Import. Wir kopieren die Informationen rein, die wir von der Dokumentation bekommen haben gerade, klicken auf Import und wir sehen, dass Integrate uns diese Attributstruktur dann automatisch anlegt. Müssen wir nur noch auf Save klicken und haben damit diesen Endpunkt fertig konfiguriert. Was fehlt noch? Ein Mapping fehlt. Das Mapping ist jetzt die Hochzeit quasi zwischen der Struktur, die wir in dem Endpunkt definiert haben und den tatsächlichen Salesforce-Daten und unserer Architektur in Salesforce. Also wo genau werden Informationen hergenommen, die wir an die Schnittstelle schicken und wo genau möchten wir Daten auch wieder zurückspeichern. Klicken wir hier auf New, geben einen Namen ein, Enrich Lead nennen wir das Ganze, klicken auf Speichern, öffnen den Datensatz und können jetzt hier weitermachen mit der Konfiguration. Das erste ist, dass wir diesem Mapping jetzt einen Datenkontext mitteilen müssen. Also auf Ebene eines welchen Objektes arbeiten wir, möchten wir dann Daten hernehmen, die wir an die Schnittstelle schicken, wo möchten wir Daten dann auch zurückspeichern. Das findet hier in diesen Scopes statt. Wir klicken hier auf Add Scope, wählen den Standard Lead aus, mit dem wir hier arbeiten möchten, klicken auf Create und wenn wir die Seite neu laden, sehen wir, dass jetzt hier so ein Scope-Eintrag dazugekommen ist. Weiter geht es dann, indem wir hier auf Configure klicken. Konfigurieren wir erstmal den Callout, also die Outbound-Daten. Und wir haben jetzt hier Zugriff auf die Attribute, also das Attribut in dem Fall, das wir angelegt haben, sagen, okay, das möchten wir befüllen, das ist unser Scope Lead. Fügen hier eine Zeile hinzu und können jetzt hier ein konkretes Feld auswählen. Dann habe ich vorhin ein Feld angelegt, Domain C, das extrahiert aus der Webseite des Leads die Domain, kann ich hier auswählen, auf Speichern klicken und habe Outbound schon alles konfiguriert. Inbound funktioniert jetzt prinzipiell genauso. Wir wählen als Direction Inbound, bestätigen das Ganze. Ja, und jetzt habe ich zuvor Felder angelegt, die ich jetzt befüllen möchte aus Schnittstellendaten und kann jetzt hier das Attribut der Schnittstelle auswählen, welches ich dafür nehmen möchte. Annual Revenue als ein Beispiel möchte ich bitte speichern in ein Feld Revenue, das ich vorhin angelegt habe. Ich möchte das Country speichern in ein Feld Location. Ich möchte den Employee Count speichern in ein Feld Employees. Ich möchte das Gründungsjahr speichern in ein Feld Founded und ich möchte die benutzten Technologien speichern in ein Textfeld, das da heißt Technologies. Hier ist eine Besonderheit. Wir bekommen diese Technologies von der Schnittstelle als Array geliefert und ich kann jetzt hierüber konfigurieren, dass alle Array-Werte, Komma separiert, in dieses Textfeld reingeschrieben werden sollen und genau, das habe ich jetzt hier angehakt und damit ist das fertig konfiguriert. Ich klicke auf Speichern und damit haben wir die Konfiguration in Integrate eigentlich größtenteils durch. Was noch verbleibt, ist dieses Mapping zu aktivieren, dass wir das dann auch verwenden können. Ich klicke auf Activate. Dort wird nochmal validiert. Ich bestätige das Ganze und damit ist das Mapping aktiv und kann verwendet werden. Jetzt kopieren wir uns diesen Identifier raus und jetzt geht es weiter im Standard-Setup in Salesforce mit einem Flow, den wir uns konfigurieren. Ich klicke auf New Flow.
sage Start from Scratch und definiere jetzt, dass ich einen Record Triggered Flow gerne haben möchte. Was möchte ich eigentlich? Ich möchte, dass wenn in diesem Lead das Webseitenfeld ja, befüllt wird erstmalig. Website ist null false, ist die Bedingung, die ich dafür auswähle. Erstmalig habe ich gesagt, also nur dann, wenn ja, der Record so abgedatet wird, dass diese Bedingung zutrifft. Ich möchte, dass wenn das zutrifft, dann eben mein Mapping ausgeführt wird und damit die Schnittstelle angesprochen wird und Daten zum Lead aus der Abstract API abgerufen werden. So, jetzt eine wichtige Information noch. Eine wichtige Sache ist, dass wir hier einen asynchronen Pfad hinzufügen müssen. Liegt daran, dass in Salesforce es eine Limitierung gibt, dass wenn eine Veränderung in der Datenbank stattgefunden hat, also ein Update oder ein Insert auf einen Record, danach kein Callout an eine Schnittstelle erfolgen darf. Deswegen müssen wir hier asynchron werden. Das ist aber eben im Flow kein Problem. Wir haben einen asynchronen Pfad hinzugefügt und dort fügen wir jetzt 2 Elemente insgesamt dazu. Ein Assignment-Element, indem wir definieren, dass erstmal eine neue Ressource, die wir IDs nennen, befüllt wird. Und zwar soll dort hinzugefügt werden die ID des ja, diese Logik auslösenden Leads. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, zweite Aktion, ist dann der Callout mit Hilfe von Integrate und dort definieren wir, befüllen wir 2 Variablen. Einmal kopieren wir rein diese Mapping-ID, die wir uns vorher rauskopiert haben aus unserem Mapping und dann in den Parameter Parent IDs übergeben wir diese Variable, die wir gerade angelegt haben, IDs. So, und damit sind wir fertig. Wir speichern das Ganze. Und aktivieren diesen Flow und sind fertig mit unserer Konfiguration.